Die psychologische und biochemische Architektur von LoveScam. Willkommen zum ersten Podcast von Behind the Profile. Behind the Profile ist eine Aufklärungs- und Präventionsplattform rund um LoveScam, Identitätsmissbrauch und digitale Manipulation. Die Idee hinter Behind the Profile entstand aus der Erkenntnis, dass LoveScam sehr viel mehr ist als ein finanzieller Betrug. Hinter den Profilen stehen häufig komplexe psychologische Prozesse, gestohlene Identitäten, gezielt aufgebaute Beziehungen und teilweise internationale kriminelle Strukturen. Gleichzeitig bleiben Betroffene mit den Folgen oft allein. Sie werden gefragt, warum sie nichts bemerkt haben, warum sie vertraut haben, warum sie Geld überwiesen haben, warum sie trotz der erkannten Täuschung noch Gefühle empfinden oder warum sie eine Person vermissen, obwohl sie inzwischen wissen, dass große Teile der gemeinsamen Geschichte möglicherweise erfunden waren. Menschen, deren Bilder und Identitäten für solche Betrugsfälle missbraucht werden, stehen ebenfalls vor einer schwer zu bewältigenden Situation. Ihr Gesicht wird ohne ihre Zustimmung Teil einer Straftat. Sie können mit Vorwürfen, Nachrichten, öffentlicher Verwechslung und wiederholten Kontaktversuchen konfrontiert werden, obwohl sie selbst mit dem Betrug nichts zu tun haben. Behind the Profile möchte genau dort ansetzen. Nicht mit Schuldzuweisung, sondern mit Verständnis. Nicht mit oberflächlichen Warnungen, sondern mit Wissen. Und nicht nur mit der Frage, woran ein Betrug erkannt werden kann, sondern auch damit, wie Manipulation funktioniert, warum sie so wirksam sein kann und welche langfristigen Folgen sie für Betroffene, Angehörige und Menschen haben, deren Identität missbraucht wurde. Die Gründungsphilosophie von Behind the Profile lautet deshalb: Verstehen schützt. Denn Menschen können sich besser schützen, wenn sie die Mechanismen hinter einer Manipulation erkennen. Betroffene können beginnen, ihre eigenen Reaktionen einzuordnen, wenn sie verstehen, was während einer solchen Verbindung mit ihrem Vertrauen, ihren Gefühlen, ihren Erwartungen und ihrem Nervensystem geschehen ist. Behind the Profile beschäftigt sich jeden Monat mit einem neuen Schwerpunktthema. Dazu erscheinen Journale, kurze Videos und weitere Beiträge, die einzelne Aspekte verständlich und zugänglich erklären. Am Ende eines Monats soll ein ausführlicher Podcast das jeweilige Thema vertiefen, Zusammenhänge herstellen und den Fragen Raum geben, die in kurzen Beiträgen nicht vollständig behandelt werden können. Der Schwerpunkt diesen Monats liegt auf Psychologie und Biochemie. Es geht um die Frage, wie eine emotionale Bindung in einer digitalen Verbindung entstehen kann, welche Rolle Aufmerksamkeit, Erwartung, Stress und verschiedene Botenstoffe spielen können, warum Nähe und Angst miteinander verschmelzen können und weshalb sich das Loslassen nach einer manipulativen Verbindung manchmal beinahe wie ein Entzug anfühlt. Doch es geht nicht nur um die Reaktion der Betroffenen, es geht auch um die Täterseite. Darum, wie Love-Scammer menschliche Bedürfnisse nach Nähe, Vertrauen, Sicherheit und Zugehörigkeit erkennen und ausnutzen können. Darum, wie eine Geldforderung emotional vorbereitet wird und darum, weshalb die Entscheidung zu zahlen häufig erst am Ende eines langen manipulativen Prozesses steht. Dieser Podcast möchte LoveScam nicht vereinfachen. Er möchte sichtbar machen, was hinter dem Profil geschieht. LoveScam wird häufig auf einen einzigen Satz reduziert. Eine Person verliebt sich im Internet in jemanden, der nicht echt ist und verliert anschließend Geld. Doch diese Beschreibung greift zu kurz. LoveScam ist nicht nur eine erfundene Liebesgeschichte. Es ist eine Form des Social Engineering, bei der Vertrauen, emotionale Nähe, Gewohnheiten, Hoffnungen, Angst und Verantwortungsgefühl miteinander verbunden werden.
Die Täuschung kann sich über Wochen, Monate oder sogar Jahre entwickeln. Sie betrifft nicht nur das Bankkonto eines Menschen, sie kann das Selbstbild, das Sicherheitsgefühl, soziale Beziehungen und die Fähigkeit erschüttern, der eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Warum habe ich die Warnsignale nicht früher erkannt? Warum habe ich den Erklärungen geglaubt? Warum habe ich eine weitere Chance gegeben? Warum habe ich Geld geschickt? Warum vermisse ich diesen Menschen noch immer? Außenstehende formulieren die Frage häufig anders. Wie kann eine erwachsene und vernünftige Person jemandem Geld schicken, den sie nie persönlich getroffen hat? Doch diese Frage setzt meist am Ende des Vorgangs ein. Die entscheidende Frage lautet zunächst nicht, warum wurde Geld überwiesen? Sie lautet, wie konnte ein fremder Mensch eine so große emotionale Bedeutung erhalten, dass seine angebliche Notlage wichtiger wurde als die eigenen Zweifel? Genau dort beginnt die psychologische Architektur von Lovescam. Eine sofortige Bitte um mehrere tausend Euro würden bei vielen Menschen Misstrauen auslösen. Deshalb beginnt Lovescam häufig nicht mit einer finanziellen Forderung, sondern mit Aufmerksamkeit. Die Täterperson schreibt regelmäßig. Sie stellt Fragen. Sie interessiert sich scheinbar für den Alltag. Sie erinnert sich an Details. Sie reagiert auf Bilder, Sorgen und persönliche Erfahrungen. Sie vermittelt das Gefühl, wirklich zuzuhören. Der Kontakt kann über eine Dating-Plattform, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, ein Online-Spiel oder eine Messenger beginnen. Manchmal geht ihm eine harmlose Freundschaftsanfrage voraus und manchmal eine Bemerkung unter einem Foto, manchmal eine scheinbar zufällig falsch versendete Nachricht. Aus einem kurzen Austausch wird ein längeres Gespräch, aus dem Gespräch wird ein tägliches Ritual und aus dem täglichen Ritual kann eine Verbindung entstehen, die subjektiv immer wichtiger wird. Öffentlich sichtbare Informationen können dabei helfen, eine passende Geschichte zu entwickeln. Familienstand, Beruf, Interessen, Urlaubsbilder, Trauerfälle, Trennungen, religiöse oder kulturelle Interessen, der Wunsch nach einem Neuanfang, die Liebe zu Tieren, der Stolz auf die eigene Familie, vielleicht auch die Hoffnung, nach langer Zeit wieder einen Partner zu finden. Diese Informationen können genutzt werden, um ein Gegenüber zu konstruieren, das erstaunlich gut zu den emotionalen Bedürfnissen der angesprochenen Person passt. Dabei muss nicht jede Aussage vollständig erfunden sein. Manipulation kann gerade dadurch glaubwürdig wirken, dass Wahrheit und Lüge miteinander vermischt werden. Ein echter Ort, ein tatsächlich existierender Beruf, ein gestohlenes Foto einer realen Person, eine bekannte politische Krise, ein authentisch wirkendes Dokument und dazwischen eine erfundene Biografie. Die Täterperson kann sich als Soldat, Arzt, Ingenieur, Unternehmer, Künstler, Kapitän, Mitarbeiter einer internationalen Organisation oder verwitweter Vater darstellen. Solche Berufe erfüllen häufig mehrere Funktionen. Sie können Respekt und Vertrauen erzeugen. Sie ermöglichen Geschichten über Auslandsaufenthalte, geheime Einsätze, schlechte Internetverbindungen, eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten oder komplizierte Bankangelegenheiten. Sie erklären, warum ein persönliches Treffen immer wieder verschoben wird. Und sie können die spätere Krise vorbereiten. Die der angebliche Soldat benötigt Geld für Urlaubspapiere. Der Ingenieur kann eine Baustelle nicht verlassen. Der Arzt braucht Hilfe für ein Familienmitglied. Der Unternehmer wartet auf eine internationale Zahlung.
Der Kapitän sitzt in einem Hafen fest. Die konkrete Geschichte kann variieren. Die Struktur bleibt jedoch häufig ähnlich. Zuerst wird die Beziehung aufgebaut. Danach wird die Krise eingeführt. Nicht jeder Love-Scammer arbeitet allein. Organisierte Betrugsstrukturen können arbeitsteilig vorgehen und falsche Identitäten, Gesprächsskripte, technische Hilfsmittel und vorgefertigte Lebensgeschichten einsetzen. Das bedeutet, dass sich hinter einem Profil nicht zwingend nur eine Person befinden muss. Aufgaben können verteilt werden. Eine Person eröffnet den Kontakt, eine andere führt längere Gespräche, eine weitere übernimmt finanzielle Forderungen. Technisch geschulte Begleiter erstellen Dokumente, Zahlungsseiten, Videos oder manipulierte Bilder. Vorgesetzte können Gespräche kontrollieren, Zielvorgaben festlegen oder neue Strategien anordnen. Auch Schichtwechsel sind möglich. Das kann erklären, warum Tonfall, Sprachkenntnisse, Schreibzeiten oder Erinnerungen an frühere Gespräche gelegentlich schwanken. Solche Veränderungen sind jedoch für sich allein kein Beweis dafür, dass mehrere Personen schreiben. Sie sind lediglich ein mögliches Warnsignal innerhalb eines großen Musters. Wenn davon gesprochen wird, dass Love-Scammer psychologische Mechanismen nutzen, bedeutet das nicht, dass jede beteiligte Person Neurowissenschaften studiert hat oder bewusst einzelne Botenstoffe im Körper des Opfers steuert. Ein Täter muss nicht im Detail wissen, wie Dopamin, Cortisol oder Oxytocin funktioniert. Er muss lediglich gelernt haben, welches Verhalten Menschen binden, verunsichert, beruhigt oder unter Druck setzt. Manche Methoden können durch Erfahrungen gelernt werden. Andere können auch Anweisungen, Skripte, Schulungen oder Beobachtungen weitergegeben werden. Die Täterperson kann wissen, dass regelmäßige Aufmerksamkeit Vertrauen schafft, dass Ähnlichkeiten Nähe erzeugen, dass häufige Nachrichten zu Gewohnheiten werden, dass Schweigen Unruhe auslösen kann und dass eine Liebeserklärung nach einem Konflikt besonders erleichternd wirkt und dass eine Geldforderung größere Erfolgsaussichten hat, wenn sie nicht als finanzielle Transaktion erscheint, sondern als Beweis von Liebe, Loyalität oder moralischer Verantwortung. Zu Beginn stehen deshalb häufig ein ungewöhnlich intensiver Kontakt. Es werden viele Nachrichten ausgetauscht. Die andere Person scheint ständig erreichbar zu sein. Sie erkundigt sich am Morgen nach dem Befinden. Sie fragt nach der Arbeit. Sie möchte wissen, ob man gegessen hat. Sie schreibt vor dem Schlafengehen. Sie verwendet Kosenamen. Sie spricht über gemeinsame Werte. Sie erzählt von Verletzungen aus der Vergangenheit. Und sie vermittelt das Gefühl, dass diese Verbindung etwas Besonderes sei. Gemeinsamkeiten werden hervorgehoben. Ein ähnlicher Musikgeschmack, eine vergleichbare Vorstellung von Familie, ähnliche Erfahrungen mit früheren Beziehungen, ein gemeinsamer Traum vom Reisen, die Liebe zu bestimmten Ländern oder Kulturen, scheinbar identische Zukunftswünsche. Manchmal spricht die Täterperson schon früh von Schicksal, Seelenverwandtschaft oder einer außergewöhnlichen geistigen Verbindung. Diese Spiegelung kann sehr wirksam sein. Menschen fühlen sich häufig zu Personen hingezogen, von denen sie sich verstanden und angenommen fühlen. Wer ähnliche Werte, Sorgen und Hoffnungen zu haben scheint, wirkt vertrauter. Doch in einer manipulativ aufgebauten Verbindung kann diese Ähnlichkeit konstruiert sein. Die Informationen der betroffenen Personen werden aufgenommen, verarbeitet und in passender Form zurückgespiegelt. Sagt sie, dass Familie für sie an erster Stelle steht, wird auch die Täterperson besonders familienorientiert. Spricht sie aber eine schmerzhafte Trennung,
erzählt die Täterperson möglicherweise von einem vergleichbaren Verlust. Äußert sie Misstrauen gegenüber schnellen Liebeserklärungen, kann die Täterperson zunächst besonders geduldig wirken. Sie passt sich an. Und genau das kann den Eindruck erzeugen, endlich jemanden gefunden zu haben, der anders ist als alle Menschen zuvor. Schon nach kurzer Zeit können gemeinsame Zukunftsbilder entstehen. Eine Reise, eine gemeinsame Wohnung, eine Hochzeit, ein beruflicher Neuanfang, ein Leben in einem anderen Land. Vielleicht wird sogar über Möbel, Haustiere, Namen zukünftiger Kinder oder den Alltag im Alter gesprochen. Diese Vorstellungen sind psychologisch bedeutsam. Die betroffene Person findet sich nicht nur an den aktuellen Chat, sie bindet sich an eine erwartete Zukunft. Jede weitere Nachricht bestätigt scheinbar, dass diese Zukunft näher rückt. Der Mensch hinter dem Profil wird dadurch Teil persönlicher Pläne, bevor seine Identität ausreichend geprüft werden konnte. Digitale Nähe ist nicht automatisch weniger real als körperliche Nähe. Gefühle entstehen nicht erst durch Berührung. Auch Aufmerksamkeit, Selbstoffenbarung, tägliche Rituale, geteilte Ängste und das Gefühl, verstanden zu werden, können starke Bindung hervorrufen. Eine Person kann den gesamten Tag emotional begleitet, obwohl sie nicht im selben Raum sitzt. Sie kann morgens der erste Gedanke und abends die letzte Nachricht sein. Sie kann in Arbeitspausen präsent sein, auf Spaziergängen, beim Einkaufen, im Bett, während familiärer Probleme. Vielleicht wird ihr mehr erzählt als Menschen aus dem unmittelbaren Umfeld. Gerade weil der Kontakt digital stattfindet, kann die betroffene Person bestimmte Lücken und Hoffnungen und Fantasien füllen. Sie kennt den Menschen nicht in seinem alltäglichen Alltag. Sie erlebt nicht, wie er mit Kollegen, Freunden oder Familienmitgliedern umgeht. Sie sieht nicht, ob seine Geschichte zusammenpassen. Sie beobachtet keine alltäglichen Widersprüche. Sie kennt vor allem die sorgfältig ausgewählte Version, die ihr gezeigt wird. Dadurch kann ein idealisiertes Bild entstehen. Hier wird häufig Oxytocin erwähnt. Oxytocin wird in populären Darstellungen oft als Liebes- oder Kuschelhormon bezeichnet. Das ist stark vereinfacht. Oxytocin ist ein Hormon und Neuropeptid, das unter anderem an sozialen Bindungsprozessen, bestimmten Vertrauensreaktionen und der Stressregulation beteiligt ist. Seine Wirkung ist jedoch kontextabhängig. Sie wird durch frühere Erfahrung, die soziale Situation und zahlreiche weitere körperliche und psychologische Faktoren beeinflusst. Oxytocin erzeugt nicht automatisch Vertrauen, beweist keine Liebe und wirkt nicht bei jedem Menschen gleich. Für das Verständnis von Love Scam ist dennoch wichtig, subjektiv erlebte Nähe kann reale körperliche und emotionale Reaktionen hervorrufen, selbst wenn das Gegenüber eine falsche Identität verwendet. Lange Gespräche über Ängste und Hoffnungen können Intimität erzeugen. Eine tägliche Nachricht am Morgen kann zu einem vertrauten Ritual werden. Ein Schlafgut am Abend kann das Gefühl vermitteln, nicht mehr allein zu sein. Die Aussage, nur du verstehst mich, kann Exklusivität herstellen. Wenn die Täterperson angebliche Geheimnisse, Verletzungen oder familiäre Probleme offenbart, entsteht möglicherweise das Gefühl gegenseitigen Vertrauens. Diese Intimität kann jedoch asymmetrisch sein. Die betroffene Person erzählt tatsächlich aus ihrem Leben, sie zeigt Verletzlichkeit,
Sie spricht über ihre Familie, finanzielle Lage, frühere Beziehungen und persönliche Ängste. Die Täterperson sammelt diese Informationen, während sie selbst möglicherweise eine konstruierte Geschichte präsentiert. Was sich auf der einen Seite wie eine wechselnde Beziehung anfühlt, kann auf der anderen Seite Teil eines strategischen Vertrauensaufbaus sein. Mit der Zeit werden die Nachrichten zu einem festen Bestandteil des Alltags. Der Blick auf das Handy erfolgt häufiger. Ein bestimmter Klingelton erhält emotionale Bedeutung. Ein Profilbild löst sofort Aufmerksamkeit aus. Bestimmte Uhrzeiten werden mit dem Kontakt verbunden. Vielleicht kommt die Nachricht jeden Morgen um 7 Uhr. Vielleicht beginnt der Austausch nach Feierabend. Vielleicht wird die Nacht gemeinsam im Chat beendet. Das Gehirn lernt aus solchen Wiederholungen. Hier spielt Dopamin eine Rolle. Dopamin ist nicht einfach ein Glückshormon. Es ist unter anderem an Motivation, Aufmerksamkeit, Lernen und der Verarbeitung erwarteter Belohnungen beteiligt. Ein wichtiger Forschungsansatz beschreibt sogenannte Belohnungsvorhersagefehler. Vereinfacht geht es dabei um die Differenz zwischen dem, was erwartet wurde, und dem, was tatsächlich eintritt. Solche Unterschiede helfen dem Gehirn, Erwartungen anzupassen und aus Erfahrungen zu lernen. Dopaminsignale stehen dabei nicht nur mit einer erhaltenen Belohnung in Verbindung, sondern auch mit Hinweisen, die eine mögliche Belohnung ankündigen. Übertragen auf digitale Kommunikation bedeutet das nicht, dass jede Liebesnachricht einen exakt vorhersehbaren Dopaminausstoß verursacht. Es bedeutet vielmehr, das Gehirn kann lernen, dass ein bestimmter Name, ein Profilbild oder ein Benachrichtigungssignal möglicherweise Entschuldigung, etwas emotional Bedeutsames ankündigt. Das Telefon leuchtet auf. Für einen kurzen Moment entsteht Spannung. Ist die Nachricht von dieser Person? Noch bevor der Absender vollständig erkannt wurde, kann die Aufmerksamkeit bereits aktiviert sein. Kommt tatsächlich eine liebevolle Nachricht, wird die Verbindung zwischen dem Signal und der erwarteten Erleichterung weiter gestärkt. Das Handy wird dadurch, Entschuldigung, das Handy wird dadurch nicht nur zu einem technischen Gerät. Es wird zum Zugang zu Hoffnung, Nähe und Bestätigung. Besonders wirksam kann dieses System werden, wenn Aufmerksamkeit nicht mehr zuverlässig erfolgt. Am Anfang kamen vielleicht 20 oder 30 Nachrichten am Tag. Später werden es weniger. Antworten verzögern sich. Die Täterperson wirkt plötzlich kühl, beschäftigt, verletzt oder abweisend. Sie liest eine Nachricht und antwortet nicht. Sie verschwindet für Stunden oder Tage. Sie erklärt nicht, was geschehen ist. Die betroffene Person hingegen sucht nach Gründen. Habe ich etwas falsch gesagt? Ist ihm etwas passiert? Verliert er das Interesse? Gibt es eine andere Person? War meine letzte Nachricht zu kritisch? Warum ist er online, antwortet mir aber nicht? Dann erscheint plötzlich wieder eine intensive Nachricht. Ich liebe dich. Ich habe dich vermisst. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut mir leid, ich hatte so viele Probleme. Nach einer Phase der Unsicherheit kann diese Rückkehr der Nähe enorme Erleichterung auslösen. Die Person vom Anfang scheint wieder da zu sein. Die Angst vor dem Verlust nimmt ab. Die Spannung fällt für einen Moment. Nicht nur die Zuwendung selbst wird dadurch bedeutsam. Auch der Wechsel zwischen ihrem Entzug und ihrer Rückkehr prägt das Erleben. Die betroffene Person wartet nicht mehr nur auf eine Nachricht. Sie wartet darauf, dass die Unruhe endet.
Sie wartet auf den Moment, in dem wieder alles gut zu sein scheint. Unvorhersehbare oder variable Verstärkung kann Aufmerksamkeit und Suchtverhalten besonders hartnäckig aufrechterhalten. Es wäre jedoch zu einfach, eine komplexe Beziehung vollständig mit einem einzelnen Lernprinzip zu erklären. Persönliche Bindungserfahrungen, Lebenssituationen, soziale Isolation und die konkrete Art der Manipulation spielen ebenfalls eine Rolle. Trotzdem hilft dieses Prinzip zu verstehen, warum Menschen immer wieder zum Handy greifen, obwohl der Kontakt zunehmend schmerzhaft geworden ist. Die nächste freundliche Nachricht könnte kommen. Der nächste gute Moment könnte alles verändern. Vielleicht kehrt die Person vom Anfang dauerhaft zurück. Vielleicht wird das Versprechen diesmal eingehalten. Vielleicht war die Distanz nur ein Missverständnis. Die Hoffnung bleibt aktiv. Parallel dazu kann das Stresssystem immer stärker belastet werden. Wenn eine emotional wichtige Person plötzlich schweigt, mit Trennung droht oder einen dramatischen Notfall schildert, kann der Körper mit Alarmbereitschaft reagieren. Adrenalin und Noradrenalin sind an akuten Stress- und Alarmreaktionen beteiligt. Herzschlag und Atmung können sich verändern. Die Aufmerksamkeit richtet sich stärker auf eine wahrgenommene Gefahr. Der Körper bereitet sich darauf vor, schnell zu handeln. Cortisol unterstützt länger anhaltende Anpassungsreaktionen auf Belastung. Stress ist grundsätzlich keine Fehlfunktion. Er ist eine natürlich menschliche Reaktion auf Herausforderungen. Wird die Belastung jedoch dauerhaft oder wiederholt ausgelöst, kann sie Schlaf, Konzentration, Stimmung und Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen. Love-Scammer können solche Stresszustände durch unterschiedliche Methoden erzeugen. Plötzliches Schweigen, die Drohung, den Kontakt zu beenden, Eifersucht, Vorwürfe, eine angebliche Krankheit, ein Unfall, ein gesperrtes Konto, eine drohende Verhaftung, ein militärischer Notfall, eine medizinische Behandlung, ein Kind oder Freund in Gefahr. Oder die Behauptung, dass der Kontakt wegen einer technischen oder finanziellen Krise vollständig abbrechen werde. Der angebliche Notfall wird häufig mit Zeitdruck verbunden. Das Geld müsse noch heute überwiesen werden. Die Operation könne nicht warten. Die Behörde akzeptiert nur eine bestimmte Zahlungsart. Das Konto werde in wenigen Stunden geschlossen. Das Paket werde verschickt. Eine andere Person dürfe auf keinen Fall informiert werden. Die betroffene Person soll nicht mit Angehörigen sprechen. Sie soll keine Behörden anrufen. Sie soll keine Suchmaschine verwenden. Sie soll handeln. In einem Zustand starker Anspannung kann sich die Aufmerksamkeit auf das vermeintlich dringendste Problem verengen. Die Frage lautet dann nicht mehr, ist diese Geschichte glaubwürdig? Sie lautet, wie kann verhindert werden, dass ein geliebter Mensch leidet, verhaftet oder für immer verschwindet? Diese emotionale Verschiebung ist entscheidend. Die Geldforderung erscheint nicht als Bitte eines Fremden. Sie erscheint als Rettungsaktion innerhalb einer Beziehung. Die Täterperson wird dabei zugleich zur Ursache und zur möglichen Lösung der Unruhe. Sie erzeugt durch Schweigen, Krisen oder Schuldzuweisungen Stress. Dann bietet eine Nachricht von ihr kurzzeitig Erleichterung. So kann eine widersprüchliche Bindung entstehen. Dieselbe Person, die Angst auslöst, wird zu der Person, von der Beruhigung erwartet wird. Betroffene sehen sich möglicherweise nicht ausschließlich nach der tatsächlichen Qualität des Kontaktes. Sie sehnen sich nach dem Ende der Anspannung.
Eine freundliche Nachricht kann den Stress für einen Moment senken. Ein erneutes Zukunftsversprechen bringt Hoffnung zurück. Eine Entschuldigung vermittelt den Eindruck, dass nun wieder alles gut wird. Das bedeutet nicht, dass Love-Scammer bewusst wie in einem an einem biochemischen Schaltpult sitzen und einzelne Hormone steuern. Gehirn und Nervensystem sind wesentlich komplexer. Dopamin, Oxytocin, Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin wirken nicht isoliert. Sie stehen in Wechselwirkung mit Wahrnehmung, Erinnerungen, Beziehungserfahrungen, aktueller Belastung und persönlicher Bedeutung. Deshalb wäre es falsch, Love Scam mit einer einfachen Formel zu erklären. Dopamin bedeutet Abhängigkeit, Oxytocin bedeutet Liebe, Cortisol bedeutet Manipulation. So funktioniert der Mensch nicht. Die Botenstoffe sind Teil eines vernetzten Systems. Sie beeinflussen Motivation, Stress, Aufmerksamkeit, Erinnerung und soziale Reaktionen. Aber sie bestimmen keine einzelne Entscheidung allein. Auch Serotonin wird in populären Erklärungen häufig zu stark vereinfacht. Serotonin ist an zahlreichen körperlichen und psychischen Funktionen beteiligt. Dazu gehören unter anderem Stimmung, Schlaf, Appetit und Wahrnehmungsverarbeitung. Es wäre wissenschaftlich nicht sauber zu behaupten, ein bestimmter Serotoninspiegel erkläre, weshalb ein Love-Scam-Opfer nicht loslassen kann. Entscheidend ist das Zusammenspiel, die persönliche Lebensgeschichte, die Bedeutung, ob die Verbindung erhalten hat, die Häufigkeit der Kommunikation, der erlernte Wechsel zwischen Unsicherheit und Erleichterung, der Verlust anderer sozialer Kontakte, die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft und die gezielte Manipulation durch das Gegenüber. Im Verlauf des Love Scams wird die Beziehung häufig exklusiver. Freunde oder Angehörige werden als neidisch, verständnislos oder störend dargestellt. Sie gönnen uns unser Glück nicht. Sie kennen mich doch gar nicht. Unsere Liebe geht nur uns etwas an. Du musst dich entscheiden, wem du vertraust. Die Familie versucht uns auseinanderzubringen. Dadurch kann sich die betroffene Person von Menschen entfernen, die Widersprüche erkennen könnte. Vielleicht erzählt sie weniger, vielleicht verschweigt sie erste Geldforderungen, vielleicht verteidigt sie die Täterperson, vielleicht kommt es zu Streit mit Angehörigen. Das kann die Abhängigkeit von digitalem Kontakt weiter verstärken. Je weniger andere Bezugspersonen verbleiben, desto wichtiger wird die Person hinter dem Profil. Gleichzeitig wächst die emotionale Investition. Es wurden unzählige Stunden geschrieben, persönliche Geheimnisse geteilt, Zukunftspläne entwickelt, vielleicht wurden intime Bilder gesendet, vielleicht wurde bereits Geld überwiesen. Je größer die Investition, desto schwerer kann es werden, die Möglichkeit einer Täuschung zu akzeptieren. Denn dann geht es nicht nur um die Erkenntnis, dass eine andere Person gelogen hat. Es geht um die erschütternde Frage, was von den vergangenen Wochen oder Monaten war überhaupt echt? Der Love Scammer kann diese innere Spannung weiter ausnutzen. Wenn Zweifel entstehen, werden sie möglicherweise umgedeutet. Die betroffene Person sei zu misstrauisch, frühere Beziehungen hätten sie beschädigt. Sie müsse lernen, wieder zu vertrauen. Die Forderung nach Belegen sei verletzend. Ein Videoanruf sei wegen der Arbeit, der technischen oder einer Sicherheitslage unmöglich. Das eigene Misstrauen wird damit nicht als vernünftige Schutzreaktion behandelt, sondern als persönlicher Fehler. Manchmal folgt Gaslighting. Offensichtliche Widersprüche werden
geleugnet. Frühere Aussagen werden umgeschrieben. Nachrichten werden gelöscht. Die betroffene Person wird beschuldigt, Dinge falsch verstanden zu haben. Sie beginnt möglicherweise Screenshots anzufertigen oder Gespräche mehrfach zu lesen, weil sie ihrer Erinnerung nicht mehr vertraut. Andere Täter reagieren mit Liebesentzug. Sie werden kalt, sobald Fragen gestellt werden. Sie antworten nur noch knapp. Sie drohen zu gehen. Oder sie erklären, die Beziehung habe keine Zukunft, wenn kein Vertrauen vorhanden sei. Danach folgt möglicherweise wieder intensivere Nähe. Dieses Wechselspiel kann die betroffene Person immer stärker damit beschäftigen, den Zustand vom Anfang wiederherzustellen. Irgendwann wird die finanzielle Forderung eingeführt. Sie erscheint häufig nicht plötzlich, sondern wird vorbereitet. Die Täterperson spricht über ein Problem. Sie versucht angeblich zunächst selbst es zu lösen. Sie zeigt Scham. Sie möchte vermeintlich gar nicht um Hilfe bitten. Sie betont, wie unabhängig sie normalerweise sei. Dadurch soll die Forderung weniger berechnend wirken. Vielleicht wird zunächst nur eine kleine Summe verlangt. Eine Telefonkarte, eine Gebühr, Geld für Internet, eine angebliche Rechnung, eine kleine Investition. Wird diese Summe gezahlt, kann sie als Test dienen. Ist die betroffene Person bereit zu helfen? Welche Zahlungswege nutzt sie? Wie schnell reagiert sie? Wie hoch ist ihr finanzieller Spielraum? Wie stark lässt sie sich unter Druck setzen? Später können größere Forderungen folgen. Der Anlass verändert sich. Eine weitere Gebühr, eine Steuer, ein Zollproblem, eine beschädigte Maschine, eine medizinische Krise, eine angebliche Freigabe des Vermögens oder eine Investition, die nur noch eine letzte Zahlung benötigt. Die Forderung wird häufig emotional gerahmt. Wenn du mich liebst, hilfst du mir. Du bist die einzige Person, der ich vertrauen kann. Nach allem, was wir miteinander geteilt haben, lässt du mich jetzt alleine. Ich hätte dasselbe für dich getan. Unser gemeinsames Leben hängt davon ab. Die Zahlung soll Liebe, Loyalität oder Vertrauen beweisen. Lehnt die betroffene Person ab, können Schuld, Wut und Schweigen folgen. Vielleicht wird ihr Egoismus vorgeworfen. Vielleicht wird behauptet, sie habe nie wirklich geliebt. Vielleicht droht die Täterperson mit Trennung. Damit wird aus einer vernünftigen finanziellen Grenze eine scheinbar moralische Entscheidung. Wer nicht zahlt, lässt angeblich einen geliebten Menschen im Stich. Wird gezahlt, endet die Krise häufig nicht. Eine neue Komplikation entsteht. Eine weitere Zahlung wird verlangt. Die bereits überwiesene Summe kann den Druck erhöhen, auch den nächsten Schritt zu gehen. Denn wenn jetzt abgebrochen wird, scheint alles bisher Gezahlte verloren. Die Hoffnung lautet, nur noch diese eine Zahlung. Danach kommt er nach Hause. Danach kann das Geld zurückgezahlt werden. Danach beginnt das gemeinsame Leben. Doch die letzte Zahlung bleibt häufig nicht die letzte. Genau das zeigt die Komplexität von Love Scam. Es handelt sich nicht nur um Liebesbetrug. Love Scam kann Identitätsmissbrauch, Social Engineering, emotionale Manipulation, digitale Gewohnheitsbildung, Isolation, Schuld, Krisendruck und finanzielle Ausbeutung miteinander verbinden. Auch die reale Person auf den verwendeten Fotos gehört zu dieser Geschichte. Ihr Gesicht kann weltweit in gefälschten Profilen erscheinen. Ihre Familie,
kann betroffen sein. Sie kann von unbekannten Menschen kontaktiert werden, die glauben, mit ihr eine Beziehung geführt zu haben. Sie kann beschuldigt oder bedroht werden. Sie kann wiederholt erklären müssen, dass sie nicht hinter den Profilen steht. Identitätsmissbrauch erzeugt damit eine zweite Gruppe von Betroffenen. Gleichzeitig können sich innerhalb organisierter Scam-Zentren Täter- und Opferrollen überschneiden. Menschen können durch falsche Stellenangebote angeworben, eingesperrt, ihrer Dokumente beraubt und gezwungen werden, andere zu betrügen. Das entschuldigt weder die Organisatoren noch freiwillig handelnde Täter. Es zeigt jedoch, dass Love Scam in manchen Fällen Teil größerer Strukturen aus Menschenhandel, Geldwäsche, Gewalt und internationaler organisierter Kriminalität ist. Die vereinfachte Vorstellung von einem einzelnen Betrüger, der allein mit einem Handy arbeitet, erfasst deshalb nicht jeden Fall. Hinter einem Profil können unterschiedliche Rollen, technische Systeme und Geldwege stehen. Auch künstliche Intelligenz verändert die Möglichkeiten. Texte können übersetzt oder sprachlich verbessert werden. Bilder können manipuliert werden. Stimmen können imitiert werden. Videos können verändert oder künstlich erzeugt werden. Dokumente lassen sich professioneller gestalten. Dadurch verlieren einige frühere Warnzeichen an Zuverlässigkeit. Ein Videoanruf ist nicht mehr automatisch ein sicherer Identitätsnachweis. Eine scheinbar passende Stimme beweist nicht zwingend, dass das Gesicht und die Geschichte echt sind. Fehlerfreies Deutsch oder Englisch sagt wenig darüber aus, woher eine Person tatsächlich kommt. Prävention muss sich deshalb weiterentwickeln. Sie darf nicht nur nach schlechter Grammatik, exotischen Berufen oder offensichtlichen Bildfehlern suchen. Sie muss den gesamten Beziehungsverlauf betrachten. Wie schnell entsteht Intimität? Wird ein persönliches Treffen dauerhaft vermieden? Bleiben biografische Angaben überprüfbar? Entstehen immer neue Krisen? Wird Geheimhaltung verlangt? Wird Misstrauen als moralischer Fehler dargestellt? Wird Geld mit Liebe oder Loyalität verknüpft? Werden Angehörige abgewertet? Und gibt es ein wiederkehrendes Muster aus Nähe, Rückzug, Krise und erneuter Zuwendung? Wenn der Kontakt schließlich abbricht oder beendet wird, verschwindet die emotionale Bindung nicht automatisch. Der Verstand kann verstanden haben, dass eine Täuschung vorlag. Der Körper und das emotionale System reagieren möglicherweise trotzdem weiter. Viele Betroffene greifen weiterhin zum Handy. Sie prüfen Profile, sie lesen alte Nachrichten. Sie suchen nach neuen Accounts. Sie hoffen auf eine Erklärung. Sie möchten wissen, wer tatsächlich geschrieben hat. Sie fragen sich, ob wenigstens ein Teil der Gefühle echt gewesen sein könnte. Vielleicht glauben sie, dass die Täterperson unter Druck gehandelt habe. Vielleicht hoffen sie auf eine Entschuldigung. Oder sie möchten einen letzten Satz hören, der das Geschehene nachvollziehbar macht. Die Stille fühlt sich dann nicht sofort wie Freiheit an. Sie kann sich zunächst wie Entzug anfühlen. Dieser Begriff sollte vorsichtig verwendet werden. Eine manipulative Beziehung ist medizinisch nicht einfach mit einer Substanzabhängigkeit gleichzusetzen. Das subjektive Erleben kann jedoch Ähnlichkeiten aufweisen. Innere Unruhe, kreisende Gedanken, Schlafprobleme, starkes Verlangen nach Kontakt, der wiederholte Blick auf das Handy, das Gefühl, nur eine einzige Nachricht könne den Zustand beenden. Das gelernte Erwartungssystem wartet weiter. Das Stresssystem sucht nach Beruhigung. Die bisherigen Alltagsrituale fehlen und die vorgestellte gemeinsame Zukunft ist plötzlich verschwunden. Betroffene,
trauern häufig um mehrere Dinge gleichzeitig, um den Menschen, für den sie Gefühle entwickelt haben, um die Identität, die sich als falsch herausgestellt hat, um die Zukunft, die versprochen wurde, und um das eigene Vertrauen, um verlorenes Geld, um Zeit, um soziale Beziehungen, die während des Betrugs beschädigt wurden. Und möglicherweise um das frühere Bild von sich selbst als vorsichtiger, vernünftiger und unabhängiger Mensch. Diese Trauer ist besonders schwer, weil sie gesellschaftlich häufig nicht anerkannt wird. Außenstehende sagen vielleicht, aber diese Person war doch gar nicht echt. Doch die Gefühle der betroffenen Person waren echt. Die Hoffnung war echt. Die täglichen Gespräche waren Teil eines tatsächlich erlebten Alltags. Das Warten war echt. Die Angst war echt. Der Verlust einer Täuschung kann deshalb echten Schmerz verursachen. Manchmal kommt hinzu, dass Betroffene keine eindeutige Trennung erleben. Die Täterperson verschwindet ohne Erklärung. Sie taucht unter einem anderen Profil wieder auf. Sie meldet sich nach Monaten wieder. Oder sie wird durch angebliche Ermittler, Anwälte, Banken oder Hilfsorganisationen ersetzt, die versprechen, verlorenes Geld zurückzubringen. Damit kann eine zweite Betrugswelle beginnen. Die Hoffnung auf Aufklärung oder Rückzahlung wird erneut ausgenutzt. Starke Sehnsucht beweist jedoch nicht, dass die Verbindung gesund war. Emotionale Intensität ist nicht dasselbe wie Sicherheit. Entzugsschmerz ist kein Beweis dafür, dass zwei Menschen füreinander bestimmt waren. Er kann zeigen, wie tief sich Hoffnung, Angst, Gewohnheit und kurzfristige Erleichterung miteinander verbunden hatten. Ein Kontaktimpuls ist noch keine Entscheidung. Ein Gedanke ist noch keine Rückkehr. Und ein schwieriger Tag bedeutet nicht, dass alle bisherigen Schritte umsonst waren. Loslassen verläuft selten geradlinig. Es kann Tage geben, an denen kaum an die Person gedacht wird. Dann genügt ein Lied, ein Datum, ein Foto, ein Name, eine neue Profilaktivität oder eine Nachricht von einer unbekannten Nummer und die alte Unruhe kehrt zurück. Das bedeutet nicht automatisch, dass keine Entwicklung stattgefunden hat. Das Gehirn löscht alte Verbindungen nicht auf Knopfdruck. Neue Sicherheit entsteht durch wiederholte neue Erfahrungen. Stille kann unangenehm sein, ohne gefährlich zu sein. Eine Nachricht muss nicht beantwortet werden. Ein Profil muss nicht überprüft werden. Ein Gefühl darf vorhanden sein, ohne dass danach gehandelt wird. Das Nervensystem kann lernen. Ruhe ist nicht dasselbe wie Verlust. Abstand ist nicht dasselbe wie verlassen werden. Und Sicherheit muss nicht von dieser einen Person kommen. Praktische Schutzmaßnahmen können diesen Prozess unterstützen. Zuerst sollten Beweise gesichert werden, wenn eine Anzeige, Bankmeldung oder Plattformbeschwerde in Frage kommt. Dazu gehören Chatverläufe, Profilnamen, Links, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Zahlungsbelege, Kontaktdaten, Wallet-Adressen, Dokumente und Bilder. Anschließend kann es notwendig sein, Kontaktwege zu blockieren oder stumm zu schalten. Das ist keine kindische Bestrafung. Es ist eine Schutzmaßnahme. Jeder neue Kontakt kann die alte Hoffnung reaktivieren oder weiteren Druck erzeugen. Bei bereits erfolgten Zahlungen sollte möglichst schnell die eigene Bank oder der verwandte Zahlungsdienst kontaktiert werden. Abhängig vom Zahlungsweg kann eine Rückholung schwierig sein, doch schnelles Handeln verbessert zumindest die Chance, Geldflüsse zu stoppen oder zu dokumentieren. Auch eine polizeiliche Anzeige kann wichtig sein, nicht nur wegen eines einzelnen Falls,
Gesicherte Informationen können Ermittlungen zu Konten, Telefonnummern, Netzwerken und wiederkehrenden Identitäten unterstützen. Gleichzeitig sollten Betroffene vorsichtig mit angeblichen Rückholservices sein. Wer nach einem Betrug unaufgefordert verspricht, gegen eine weitere Gebühr verlorenes Geld zurückzubringen, kann Teil eines Folge- oder Recovery-Scams sein. Für die emotionale Stabilisierung ist außerdem wichtig, die entstandene Lücke im Alltag anzuerkennen. Wenn der Kontakt morgens begann und abends endete, hinterlässt sein Wegfall eine reale zeitliche und emotionale Leere. Diese Leere ist nicht eingebildet, sie muss neu gestaltet werden. Feste Zeiten für Schlaf, Mahlzeiten, Arbeit, Bewegung und soziale Kontakte können dem Alltag wieder Struktur geben. Dabei geht es nicht darum, jede Minute auszufüllen oder Gefühle zu verdrängen. Es geht darum, dem Nervensystem Verlässlichkeit anzubieten. Auch der Impuls, eine Nachricht zu senden, muss nicht sofort bekämpft werden. Er kann zunächst beobachtet und verzögert werden. Zum Beispiel: Ich entscheide nicht in den nächsten 2 Minuten. Ich warte noch eine halbe Stunde. Der Text kann in einer Notiz gespeichert werden, ohne ihn abzuschicken. Die Identität eines Impulses verändert sich häufig, wenn nicht unmittelbar danach gehandelt wird. Hilfreich kann außerdem eine schriftliche Gegenüberstellung sein. Was wurde versprochen? Was ist tatsächlich eingetreten? Welche Erklärungen wurden mehrfach verwendet? Welche Widersprüche gab es? Wie fühlte sich die Verbindung am Anfang an und wie fühlte sie sich überwiegend am Ende an? Welche emotionalen, finanziellen und sozialen Folgen hatte der Kontakt? Eine solche Übersicht schützt in Momenten, in denen die Erinnerung nur noch die schönen Phasen hervorhebt. Denn nach einem Kontaktabbruch kann sich der innere Blick verändern. Lügen, Vorwürfe und lange Phasen des Schweigens treten zeitweise in den Hintergrund. Dafür erscheinen die ersten Gespräche, liebevollen Nachrichten und Zukunftsbilder besonders lebendig. Betroffene vermissen dabei möglicherweise nicht nur die reale Person, sie vermissen die Person vom Anfang. Die Vision, die aufmerksam, verständnisvoll und verlässlich wirkte. Sie vermissen die Zukunft, die gemeinsam entworfen wurde. Und sie vermissen möglicherweise auch die eigene Hoffnung, endlich angekommen zu sein. Besonders wichtig ist deshalb die Reduzierung von Scham. Betroffene benötigen keine weiteren Vorwürfe. Sie benötigen Sprache für das, was geschehen ist. Sie dürfen sagen: Meine Gefühle waren real, auch wenn ich getäuscht wurde. Ich habe vertraut. Das macht mich nicht dumm. Ich vermisse etwas und entscheide mich trotzdem dagegen. Ich habe Warnzeichen übersehen, aber ich habe die Manipulation nicht verursacht. Vertrauen ist keine Charakterschwäche. Empathie ist kein Fehler. Hilfsbereitschaft ist keine Dummheit. Die Verantwortung für die Täuschung liegt bei den Menschen, die diese Eigenschaften gezielt ausgenutzt haben. Aufklärung bedeutet deshalb nicht, Betroffenen zu erklären, wie naiv sie gewesen seien. Aufklärung bedeutet, die Methoden sichtbar zu machen, mit denen emotionale Nähe hergestellt, Zweifel geschwächt und Entscheidungen beeinflusst wurden. Auch Angehörige benötigen dabei Verständnis. Sie erleben möglicherweise Wut, Hilflosigkeit und Angst. Sie sehen die Gefahr, können die emotionale Bindung jedoch nicht einfach auflösen. Druck, Spott oder Ultimaten können dazu führen, dass sich die betroffene Person weiter zurückzieht und den Kontakt zum Scammer noch verstärkt verteidigt. Hilfreich sind ruhigere Fragen.
Was wurde dir konkret versprochen? Welche Angaben lassen sich unabhängig überprüfen? Warum ist ein Treffen erneut nicht möglich? Warum darf niemand von der Geldforderung erfahren? Welche Belege wurden tatsächlich vorgelegt? Was würdest du einer Freundin in derselben Situation raten? Das Ziel sollte nicht sein, einen Streit zu gewinnen. Das Ziel ist, den Zugang zur betroffenen Person offen zu halten. Bei starker psychischer Belastung kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein. Love Scam kann mit Angst, Depressionen, Schlafproblemen, traumatischen Reaktionen, sozialem Rückzug und Suizidgedanken verbunden sein. Psychologische oder ärztliche Hilfe ist kein Zeichen von Schwäche. Sie kann dabei unterstützen, Stressreaktionen zu stabilisieren, Scham zu bearbeiten und Vertrauen in die eigene Wahrnehmung wieder aufzubauen. Psychologie und Biochemie erklären nicht jeden einzelnen Fall vollständig. Sie können aber verständlich machen, warum Vernunft, Gefühl und Körper nach einem Love Scam nicht sofort dieselbe Richtung einschlagen. Der Verstand kann wissen, dass die Geschichte falsch war. Das emotionale System kann trotzdem trauern. Das Erwartungssystem kann weiter auf Nachrichten reagieren. Das Stresssystem kann bei jedem neuen Signal Alarm auslösen. Und das Nervensystem kann Zeit benötigen, um Ruhe nicht länger mit Verlust, sondern wieder mit Sicherheit zu verbinden. Heilung bedeutet dabei nicht unbedingt, nie wieder an diese Person zu denken. Sie bedeutet nicht, jede Erinnerung auszulöschen. Und sie bedeutet nicht, dass jeder Tag gleich sein muss. Heilung kann bedeuten, nicht mehr handeln zu müssen, nur weil eine Erinnerung auftaucht, eine Nachricht nicht mehr zu benötigen, um sich wertvoll zu fühlen, ein Profil nicht mehr kontrollieren zu müssen, um sich sicher zu fühlen, die eigene Geschichte erzählen zu können, ohne sich dafür zu verurteilen. Dem eigenen Urteil wieder zu vertrauen, Widersprüche früher wahrzunehmen, Nähe nicht mehr mit Unsicherheit zu verwechseln und Sicherheit nicht als langweilig zu empfinden, nur weil das frühere Wechselbad so intensiv war. Eine sichere Beziehung verlangt keine permanenten Loyalitätsbeweise. Sie verlangt keine geheime Zahlungen. Sie macht Zuneigung nicht von finanzieller Hilfe abhängig. Sie bestraft vernünftige Fragen nicht mit Schweigen. Sie zwingt niemanden zwischen einem Partner und der eigenen Familie zu wählen. Und sie verlangt nicht das Vertrauen an die Stelle jeder überprüfbaren Realität. Das Gehirn lernt durch Erfahrung. Wenn auf Stille nicht mehr automatisch Kontaktaufnahme folgt, entsteht eine neue Erfahrung. Wenn Angst durch Selbstberuhigung, Unterstützung oder einen verlässlichen Alltag abnimmt, entsteht eine neue Erfahrung. Wenn Nähe mit Respekt, Grenzen und Beständigkeit verbunden wird, entsteht auch eine neue Erfahrung. Diese Veränderungen wirken häufig unspektakulär. Ein Abend ohne Profilkontrolle, eine Nacht mit etwas mehr Schlaf, ein Tag, an dem die eigene Arbeit wieder wichtiger wird, ein Gespräch mit einem vertrauten Menschen, ein Moment, in dem deine Erinnerung in ein Moment, in dem eine Erinnerung auftaucht und wieder gehen darf. Doch genau aus solchen Momenten entsteht neue Sicherheit. Love Scam ist komplex. Es arbeitet mit menschlichen Bedürfnissen, nicht mit menschlicher Dummheit. Mit dem Wunsch nach Nähe, mit Hoffnung, mit Hilfsbereitschaft, mit Vertrauen, mit dem Bedürfnis verstanden zu werden, mit der Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren und manchmal mit dem Wunsch, nach einer schwierigen Lebensphase endlich wieder an etwas Gutes glauben zu dürfen. Genau deshalb muss Prävention mehr leisten als eine Liste offensichtlicher Warnzeichen.
Sie muss erklären, wie Bindung aufgebaut wird, wie Spiegelung und Lovebombing funktionieren können, wie digitale Rituale entstehen, wie Stress und Erleichterung aneinander abwechseln, wie Zweifel umgedeutet werden, wie Geldforderungen emotional vorbereitet werden und wie Identitäten gestohlen und eingesetzt werden und warum das Loslassen selbst dann schwerfallen kann, wenn die Täuschung längst erkannt wurde. Prävention muss außerdem anerkennen, dass sich die Methoden verändern. Täter passen ihre Geschichten an neue Technologien, Plattformen und gesellschaftliche Ereignisse an. Deshalb kann Schutz nicht nur darin bestehen, einzelne bekannte Geschichten auswendig zu lernen. Schutz entsteht durch das Verständnis der Struktur, eine schnelle, ungewöhnlich intensive Bindung, eine Identität, die nicht unabhängig bestätigt werden kann, dauerhafte Hindernisse für persönliche Begegnung, Krise, die nur durch Geld gelöst werden kann. Geheimhaltung, Isolation, Schuld, Zeitdruck und die Verknüpfung von finanzieller Hilfe mit Liebe und Loyalität. Wer diese Struktur erkennt, kann auch neue Varianten besser einordnen. Verstehen nimmt den Schmerz nicht sofort weg. Verstehen ersetzt keine Ermittlung. Es ersetzt keine psychotherapeutische Begleitung und garantiert nicht, dass niemand jemals getäuscht wird. Aber Verstehen kann Scham reduzieren. Es kann Manipulation sichtbar machen. Es kann dabei helfen, Kontaktimpulse einzuordnen. Es kann Angehörigen zeigen, warum Druck allein nicht funktioniert. Und es kann Betroffenen vermitteln, dass ihre Reaktionen erklärbar sind, ohne die Verantwortung für den Betrug bei ihnen zu suchen. Hinter jedem Profil steht eine Geschichte. Manchmal steht dahinter ein Mensch, der ehrlich nach Verbindung sucht. Manchmal eine gestohlene Identität, manchmal ein einzelner Täter, manchmal ein organisiertes Netzwerk und manchmal ein Mensch, der selbst in einem Scam-Zentrum festgehalten und zur Beteiligung gezwungen wird. Behind the Profile möchte diese Ebene sichtbar machen, nicht um Angst vor jeder digitalen Begegnung zu erzeugen, sondern um Wissen, Aufmerksamkeit und Selbstschutz zu stärken. Denn digitale Nähe kann echt sein, aber Vertrauen darf überprüfbar bleiben. Liebe darf Fragen aushalten und eine sichere Beziehung verlangt nicht, dass ein Mensch seine finanzielle Existenz, seine Familie oder seine eigene Wahrnehmung aufgibt. Verstehen schützt. Das ist Behind the Profile. Dieser Podcast dient der Aufklärung und ersetzt keine individuelle medizinische, psychotherapeutische oder rechtliche Beratung. Bei akuter psychischer Belastung oder Selbstgefährdung sollte unmittelbar professionelle Hilfe über einen örtlichen Krisendienst, eine psychiatrische Notaufnahme oder den Notfall in Anspruch genommen werden.